Nicht Martina ist hier, ich bin jetzt ganz alleine. Nachdem wir in den letzten Wochen viel in sehr großen Städten entlang der Mittelmeerküste unterwegs waren, unter anderem in Benidorm und Valencia, haben wir uns für dieses Video entschieden, das komplette Gegenteil zu machen. Wir fahren ins Inland in eine der am dünnsten besiedelten Regionen Spaniens und schalten einen Gang zurück. Wir gehen in der Natur spazieren, übernachten in völliger Abgeschiedenheit, besuchen ein wirklich sehenswertes Bergdorf, staunen über einen Wasserfall und vieles mehr. Los geht's! Hallo aus der Nähe des Ortes Teruel. Wir sind von der Küste aus knapp 1,5 Stunden hierher ins abgelegene, verlassene Hinterland gefahren. Wir haben gelesen, dass die Provinz hier die am zweitdünnsten besiedelte Region in ganz Spanien ist. Hier sollen im Schnitt pro Quadratkilometer nur 9 Menschen leben. Und ja, wenn man sich hier so umschaut, alles was wir so bisher gesehen haben, da könnte das durchaus stimmen, würde ich sagen. Wir sind hierher gefahren, da wir mal ein bisschen Ruhe brauchten. Wir haben uns in Valencia beide richtig stark erkältet, deswegen gab es am letzten Sonntag auch kein neues Video von uns. Ich hatte eine Mandelentzündung, die habe ich inzwischen ja weitestgehend zum Glück hinter mich gebracht, aber Tina, die liegt leider immer noch flach, deswegen werdet ihr die in diesem Video wahrscheinlich auch nicht allzu häufig zu sehen bekommen. Nachdem wir uns jetzt aber 1,5 Wochen lang fast ausschließlich in unseren Van eingeschlossen haben, bekomme ich aber so langsam einen Lagerkoller und muss mich bewegen, muss ein bisschen raus. Deswegen habe ich mir überlegt, heute einen Spaziergang, eine kleine Wanderung zu machen an einem Fluss entlang. Der wurde uns empfohlen und der Startpunkt davon ist so eine Viertelstunde Fahrt von hier. Da machen wir uns jetzt auf den Weg. Ach, und den Ort hier mit den Canyons im Hintergrund, den werden wir euch nachher noch ein bisschen zeigen, denn wir kommen für die Nacht in jedem Fall hierher zurück. Die Route ist im weitesten Sinne ein Rundwanderweg, wobei er in großen Teilen eben doch über die gleiche Strecke hin und zurück geht. Sie ist 6,5 Kilometer lang und markiert als auch für Familien mit Kindern geeignet. Also ich hoffe, dass sie mit meiner etwas angeschlagenen Verfassung heute nicht zu anstrengend wird. Bisher sind die Wege in jedem Fall sehr gut ausgebaut und ja, schön ist es zweifelsohne auch. So kann es sehr, sehr gerne weitergehen. Und der Weg endet übrigens an einem Stausee. Davon habe ich ein paar Bilder gesehen. Das sah auch sehr, sehr schön aus. Der normale Weg würde jetzt hier geradeaus weitergehen, aber hier gibt es einen Abstecher zu einem Aussichtspunkt und ich kann es dann ja doch nicht sein lassen. Also ein bisschen bergauf. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war.
Tja, wo es hochgeht, muss es wohl auch irgendwann wieder runtergehen, ne? Ach, es ist sehr schön mit dem seichten Rauschen des Flusses im Hintergrund, durch diesen Wald, durch diese Schlucht zu laufen. Es macht echt Spaß. Ja, leider sind in der Zwischenzeit ganz schön viele Wolken aufgezogen und die Sonne ist jetzt so ziemlich weg. Aber ist trotzdem schön. Ich mache jetzt eine Pause. Im Sommer gibt es da oben wohl auch eine Bar oder ein Restaurant. Aber ich habe mir einen kleinen Snack mitgebracht. Was sind das? Sardinen. Typisch spanisch. Und die darf ich im Van sowieso nicht essen, weil dann fängt Tina an zu kotzen. Die mag sowas gar nicht. So, ich mache mich auf den Rückweg. Das sollte ein bisschen schneller gehen, denn der Abstecher hoch zu diesem Aussichtspunkt fällt weg. Und hier im Video machen wir das jetzt auch im Schnelldurchlauf, würde ich sagen. So, da bin ich wieder. Ich habe es geschafft. Der Rückweg ging tatsächlich deutlich schneller. Ich bin trotzdem ganz schön nass geschwitzt, denn ich habe es glaube ich noch gar nicht gesagt, ne? Aber wir haben heute 28 Grad. Das merkt man dann doch. Der Rückweg war sehr, sehr schön. Also ich bin froh, jetzt unten lang gelaufen zu sein. Da gab es ein paar Abschnitte, die ich ja noch verpasst hatte. Die waren wirklich sehr, sehr schön und sehenswert. Und ich bin generell froh, dass ich diese Wanderung heute gemacht habe. Denn ich mache zwar auch gerne mal wirklich gar nichts, aber ich kann das nicht allzu lange. Dann drehe ich irgendwann am Rad und vom Kopf her, das tut mir nicht gut. Dann werde ich auch anstrengend. Und ja, das war jetzt heute super, um den Kopf mal wirklich frei zu kriegen. Das war schön. Und jetzt gucke ich, ob Tina noch lebt. Hallo. Hallo. Na? Na? Lebst du noch? Ja. Wie geht's dir? Okay. Das klingt noch nicht ganz so euphorisch. So, da sind wir wieder und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns ein paar Aufnahmen von diesem schönen Übernachtungsplatz mal an.
jetzt, wo wir so lange krank waren oder Tina ja auch leider immer noch ist, haben wir so viele Filme und Serien geschaut wie schon lange nicht mehr. So eine Zwangspause hat dann ja doch auch irgendwie gute Seiten. Tina schaut dabei immer ganz gerne auch Reality-TV-Serien aus den USA, die es so in Deutschland gar nicht zu gucken gibt. Und dabei war uns in den letzten Tagen unser Freund und Helfer NordVPN wieder mal ein treuer Begleiter. Denn damit kann man den digitalen Standort seines Handys, Computers und eben auch Amazon Fire TV Sticks am Fernseher in das Land seiner Wahl setzen. Und damit hat man dann eben auf Streaming-Plattformen auch Zugriff auf Inhalte, die ansonsten gegebenenfalls durch einen Geoblock blockiert sind. Das ist ein ganz netter Nebeneffekt, den man damit erreichen kann, aber die eigentliche Hauptfunktion von NordVPN ist der Schutz der eigentlichen persönlichen Daten, wenn man im Internet unterwegs ist. Ihr kennt das, denke ich, alle. In öffentlichen WLANs ist man ja sowieso immer dem Risiko ausgesetzt, dass potenzielle Langfinger mitlesen können, was man da so an persönlichen Daten eintippt. Internetanbieter und Werbetreibende lesen ja sowieso ganz gerne mit, auf was für Webseiten man sich so rumtreibt, und dass Werbung und Pop-ups nicht nur nervig sind, sondern dass sie auch schädliche Software auf euren Geräten installieren können, wenn man versehentlich draufklickt, brauche ich wahrscheinlich auch nicht mehr erwähnen. All diesen Dingen kann man mit NordVPN einen Riegel vorschieben. Wir machen das schon seit Jahren so. Wenn ihr noch ohne Schutz seid, das aber ändern wollt, dann klickt euch jetzt durch auf www.nordvpn.com/letsgetotter hier. Da könnt ihr aktuell von unserem exklusiven Deal profitieren. Es gibt momentan nämlich 4 Gratismonate zum 2-Jahres-Deal obendrauf und das Ganze wie immer mit 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie. Und ich werde uns jetzt ein paar Nudeln von gestern warm machen und mich dann langsam zu Tina vor den Fernseher schleichen und hoffen, dass ich sie davon überzeugen kann, heute keine Reality-TV-Serien zu gucken. Essen ist fertig. Essen ins Bett heute. Hallo aus Albarracin. Hierher sind wir jetzt gerade gefahren, nachdem wir es heute Morgen noch ganz gemächlich angehen lassen haben. Die Fahrt hierher hat jetzt so knapp 40 Minuten gedauert und jetzt stehen wir auf einem sehr großen Parkplatz direkt vor der Stadt. Albarracin haben wir schon seit Ewigkeiten auf unserer Google Maps Karte markiert. Ich bin da irgendwann mal in einem Artikel drauf gestoßen, weil Albarracin eins der, was weiß ich, wie vielen schönsten Dörfer Spaniens ist. Und ja, nachdem ich dann ein paar Bilder davon gesehen habe, wollte ich da unbedingt mal hin. Und jetzt, da wir eben in der Nähe sind, bietet es sich an, hier eben einmal herzufahren. Tina hat sich jetzt gerade wieder zurück ins Bett verkrümelt. Das ist wieder einer der Momente, ja, wo man feststellt, wie gut es ist, wenn man in einem Camper lebt. Da hat man sein Zuhause ja immer dabei. Aber ich will jetzt ein bisschen auf Erkundungstour gehen und ich hoffe, dass ich vielleicht die Drohne nachher auch einmal hier in die Luft schicken kann. Los geht's! Ja, Albarracin ist vor allem auch für seine große Stadtmauer bekannt, die, wenn man sich die so anschaut, auch ein Teilstück der chinesischen Mauer sein könnte, finde ich. So massiv wie die gebaut ist. Die ist uralt in jedem Fall. Wie alt genau, das weiß ich nicht. Aber
Die Stadt selbst, die wurde schon vor 2.000, 3.000 Jahren gegründet und sie hat, wie so viele Städte in Spanien, sowohl eine römische Vergangenheit als auch eine muslimische und dann zuletzt eine christliche. Und letztere ist der Grund dafür, warum es hier auch die eine oder andere sehenswerte Kirche gibt. Ich bin gespannt. Oh mein Gott, okay, es ist wirklich wahnsinnig schön. Ich bin ja sehr froh, die Drohne mitgebracht zu haben und in die Luft geschickt zu haben. Das gibt einem ja eben doch einfach nochmal einen anderen Blick auf so eine Stadt und eben so ein Gesamtbild. Richtig, richtig cool. Ich bin bisher ein bisschen an der Stadt vorbeigelaufen, hier über so einen Naturpfad an einem Fluss entlang und bin gerade jetzt hier über die Brücke und jetzt geht es eine steile Treppe hoch rein in die Stadt und dann werde ich durch die Stadt zurücklaufen. Ich bin wirklich erstaunt, wie leer es hier ist. Der Parkplatz unten war ja auch schon weitestgehend verwaist. Und nicht mal Tina ist hier. Ich bin jetzt ganz alleine. Ich habe nur so 2, 3 Leute gesehen, das war's. Die verpassen alle ganz schön was. Es ist nämlich wirklich sehr, sehr schön hier. Den Aufmerksamen unter euch könnte aufgefallen sein, dass wir jetzt deutlich andere Lichtverhältnisse haben als gerade. Die Sonne steht deutlich tiefer und vor allem sind die meisten Wolken inzwischen weggezogen. Das liegt daran, ich habe mich gerade sehr lange mit einem Zuschauer von uns unterhalten, den ich hier durch Zufall getroffen habe. Es war ein sehr schönes, spannendes, unterhaltsames, aufschlussreiches Gespräch. Also ja, sprecht uns immer gerne an, wenn ihr uns unterwegs seht. Und ich gehe jetzt weiter. Es ist nur noch ein kleines Stück bis zum Parkplatz.
So, da bin ich wieder kurz vor Ablauf unseres Packtickets, bin ich zurück am Van und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ich kann gar nicht mehr wirklich was hinzufügen. Albarracin ist wirklich richtig schön, auf jeden Fall eine Reise wert. Es lohnt sich, kommt ihr her, wie viele andere auch, denn unten im Dorf war dann doch noch auch gut was los, was ja gut ist für diesen Ort. Und ja, jetzt ziehen wir weiter und suchen uns einen Platz für die Nacht. Schaut mal, wen ich gefunden habe. Sie lebt noch. Mhm. Die Fahrt, der Parkplatz, den wir recherchiert haben, der ist noch gut 35 Minuten von hier, ist also noch ein Stück. Aber die Landschaft hier ist ja schön. Das dürfte also eine angenehme Fahrt werden, hoffentlich. Ja. Ja, das sieht sehr gut aus, würde ich sagen. Wir stehen hier am Rande eines kleinen Waldes, mitten im Nirgendwo und ja, getreu dem gefühlten Motto dieses Videos sind wir auch hier wieder komplett alleine. Es verspricht eine ruhige Nacht zu werden, sehr gut. Und morgen früh werden wir uns dann hier nur ein paar hundert Meter die Straße wieder runter noch eine Kleinigkeit anschauen. Das dann aber erst morgen. Schaut mal, wer heute die Kraft verspürt, auch mal aus dem Van rauszukommen. Hallo Dina. Hallo. Unsere Exkursion heute geht auch nur ungefähr 500 Meter hier in den Wald hinein, runter zum Fluss. Da soll nämlich ein ganz sehenswerter Wasserfall sein und den gehen wir uns jetzt mal anschauen. Wie fühlst du dich? Ganz okay. Ja, du klingst aber noch nicht so. Nee, aber es ist in Ordnung. Ja. Ja. Endlich habe ich wieder ein anderes Motiv als mich selbst. Sehr gut, danke Dina. Dafür bin ich da. Danke. Ja, das sieht von hier oben auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Leider steht hier so ein halbfertiges Gebäude, was wohl auch nie fertig gebaut wird. Es verschandelt ein bisschen die schöne Landschaft. Aber wir gehen jetzt mal runter, denn man soll auch hinter den Wasserfall gehen können. Das will ich natürlich unbedingt ausprobieren. Ja, das Wasser ist ganz schön klar.
Ja, ein bisschen nass bin ich geworden, aber war cool, war es wert. Ja, das war wirklich ein schöner kleiner Ausflug. Wir haben den tatsächlich durch Zufall entdeckt, als wir uns die Gegend hier rund um Albarracin auf Google Maps angeschaut haben. Da wurde er uns durch Zufall angeschaut und ja, ich würde sagen, kann man sich in jedem Fall mal anschauen. Wir gehen jetzt zurück zum Camper und werden uns, glaube ich, noch ein bisschen in die Sonne legen, denn das Wetter ist traumhaft schön und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht noch einen Tag hier bleiben, das noch ein bisschen genießen. In jedem Fall ist das, denke ich, ein guter Moment, um das Video hier zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mit uns mal wieder ein Stück zu reisen, auch wenn ihr ja, Tina nicht allzu viel sehen konntet und mit mir Vorlieb nehmen musstet. Ich hoffe, du bist nächste Woche wieder fit und wieder mehr dabei. Ja. Und damit würde ich... nein, Moment, mir fällt ein, wenn dieses Video online geht, dann haben wir wahrscheinlich die 50.000 Abonnenten erreicht. Was absoluter Wahnsinn ist. Wir können das gar nicht glauben. Also jetzt gerade fehlen uns noch 4, als wir das filmen, oder 5? 4 oder 5? Ja. Also ich denke, das dürfte klappen. Ja. Es ist absolut Wahnsinn. Das ist eine Zahl, die wir überhaupt nicht begreifen können. Das hätten wir uns niemals träumen lassen. Und es ist vor allem nicht nur eine Zahl. Also wir freuen uns sehr über euch, über all die lieben Leute, die mit dabei sind. Ja. Nicht so sehr über die negativen, kritischen Kommentare ohne Mehrwert, die einfach nur stänkern wollen. Die gibt es auch. Aber in aller Regel haben wir einen sehr, sehr schönen Austausch mit euch. Das freut uns riesig. Also ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Und ich würde sagen, ja, damit machen wir Schluss. Ihr kennt das Spiel. Drückt gerne unten auf den Daumen hoch. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht Teil davon sein solltet. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und damit sagen wir, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Wir sind von der Küste aus jetzt... Geht doch raus! Geht doch alle raus, wenn ihr wollt. Komm. Ja, du auch. Komm, du auch. Sehr gut. Oh, jetzt ist wieder einer reingekommen. Hä? Meine Füße sind beide eingeschlafen. Oh. Hi, Luigi!